Happy Monday morning. Ich bin wie immer Maren. Good morning, everyone. I'm Genevieve. Und Genevieve, bist du bereit, über Artikel zu sprechen? Na klar. And I Klar. hope everything goes okay with my internet today. So cross your fingers. Auf Englisch, cross your fingers. Cross Auf your Deutsch fingers. ist es sowas, oder? Daumen drücken, ja. Daumen Die drücken. Daumen drücken. Ja. Genau. Ja, also falls Genevieve zwischendrin weg ist, dann machen wir alleine weiter. Aber schauen wir mal. Wahrscheinlich, wenn wir es jetzt sagen, funktioniert hoffentlich alles Genau. tadellos, Genevieve. Spannend. Spannend. So, wir hatten letzte Woche, haben wir gesprochen über typische Fehler von Deutsch-Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern. Und da sind wir einmal kurz auf Artikel gekommen. Und dann haben wir uns gedacht, dazu haben wir noch nie was gemacht. Und deswegen schauen wir uns das jetzt mal an. Und die gute Nachricht ist, im Großen und Ganzen funktionieren Deutsch und Englisch sehr, sehr ähnlich. Und wir brauchen ganz viele Regeln, die zum Beispiel Menschen lernen müssen, die vielleicht Chinesisch oder Japanisch als Erstsprache haben, die brauchen wir gar nicht lernen, weil wir kennen Artikel in unserer Sprache. Im Englischen ist es fast das Gleiche und deswegen können wir da ein bisschen schneller durch als andere, aber natürlich gibt es auch wieder ein paar Ausnahmen. Fangen wir doch mal an mit den Arten von Artikeln. Schwierig. Wer weiß denn, was für Artikel es im Deutschen und im Englischen gibt? Wie die Artikel heißen. Montagmorgen. Montagmorgen. Grammatik pur. Also ich hatte schon einen Kaffee und einen schwarzen Tee und ich bin immer noch müde. Oh, Maren. Ich weiß auch nicht. Ein bisschen dunkel da draußen vielleicht. Ja. So, wer möchte? Sabine hat einen Artikel in den Kommentarraum geschmissen und zwar the. Was ist das denn für ein Artikel? Gisela. Großartig. Bestimmte und unbestimmte Artikel. Und Sabine hat uns hier den bestimmten gegeben und die unbestimmten. Und genau, das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Und es gibt sogar in der Linguistik sozusagen noch einen dritten Artikel, und zwar den Nullartikel. Klingt ganz mysteriös, ist aber, wenn man sich das Wort anhört, Nullartikel, das sagt es eigentlich schon, das ist, wenn man keinen Artikel braucht oder sogar keinen Artikel benutzen darf. Also wenn einfach ein Wort ohne Artikel steht. Schauen wir uns aber auch noch alles an. Und ja, Genevieve, wir hatten schon, die englischen Artikel haben wir schon gesehen, die haben wir schon bekommen. Möchtest du uns zu denen was sagen? Na klar. Also, wie wir gesehen haben, wir haben so diese bestimmten Artikel the und als unbestimmten Artikel a oder an. So, as you all know, I'm sure, the is like der, die, das in German. And an is like ein, eine. So, German articles. I know everyone who learns German says the same thing. I don't like German articles. So for especially for an English speaker, we have one for the definite article, for bestimmte Artikel, we have the. The. In German, you have der, die, das, dem, der, dem. You have to think about all of the different cases and then change them and add endings and oof, you have it easy. You have it easy learning You're English. welcome, Genevieve. Okay, but before we look at the grammar rules, let's have a little look at the pronunciation of the articles and the spelling. So let's start with the indefinite articles. So we have the a and we have an. So I say a and an. If you look at the first one,
you think, well, why doesn't she say A? So A is the letter. So A, B, C, D. But if you're looking at the indefinite article, it's A. Now, there is an exception. So sometimes we do pronounce it as an A sound. It's an A sound. And if we look at the example, Maren, can you pass me a sandwich, please? And Maren says, oh, Which one? Which one, Genevieve? oh, just a sandwich. It doesn't matter which one. So you can say just a sandwich, just any sandwich. It has a similar meaning to just any sandwich. And this really, really shows that the indefinite article, it's not being specific, it's being indefinite, just a sandwich. So genau haben wir das. Und wir müssen auf Deutsch, glaube ich, dann sagen irgendein. Also was Genevieve gesagt hat, ist, wenn wir einfach sagen, can you pass me a sandwich? Kannst du mir einfach ein Sandwich geben? Einfach. Und wenn jemand fragt, welches Sandwich, und wir würden einfach sagen, ein Sandwich, dann würden wir auf Deutsch, glaube ich, eher sagen, irgendeins. Und das kann man im Englischen entweder mit any ausdrücken oder man kann einfach das als a etwas genauer betonen und sagen, a Sandwich, irgendeins. Genau, aber normalerweise sagen wir a Sandwich, a Fish, a lesson. Okay, but so sometimes we have a, and sometimes we have a little n attached to the a. So when do we add the n to the a? Does anyone know? When is it not a, but it's an? Who knows the answer? Oh, I love Basta's comment. Only 5 minutes to talk about food. Das war diesmal deine Schuld, Genevieve. Du hast mit dem Sandwich angefangen. Okay, so when do we need the N? Sometimes just a, sometimes an. Beatrice hat ein schönes Beispiel geschrieben. Okay, so I see a lot of really interesting answers. Some people are saying before a vowel and some are saying after a vowel. So the correct answer is before, yeah? So the N gets attached to the A if the next word begins with a vowel, ein Vokal. So an elephant, an eye. So both of those words begin with the letter E, but also the sound is a vowel sound, ein Vokal. Yeah, an apple. All of these, we need the N because the next word begins with a vowel sound. So is a car. So it's a car because that is a consonant, so we don't need the an. So this is a car. And can I get an apple? So the apple has the a, so we need the n. Und du hast schon sehr schön Vowel Sound gesagt, Genevieve. Das ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. Because what if we have the sentence? Which article do we need in this sentence? Which indefinite article do we need? Okay. Do we need a or do we need an? So is it don't forget to bring a or is it don't forget to bring an? Das war am Wochenende sehr wahr, dieser Satz. Okay, I think most people are saying don't forget to bring an umbrella, and you are all correct. An
umbrella. So diese is definitely a vowel sound. But what about this sentence? Which indefinite article do we need for this sentence? Is it a or is it an? Have you, Genevieve? In my daughter's room, on her clothes, everywhere, yes. Aha, ich sehe verschiedene Antworten. Ich sehe a und ans. Someone is right, someone is wrong. Okay, so this is tricky. So Blümchenstrauß, why? Okay, so the correct answer is, have you ever seen a unicorn? The reason is, in both words, we have umbrella and unicorn. They have the letter U, but the sound, it's not the same. So you have a umbrella, that's a vowel sound, but unicorn, that's not a vowel sound. Gerda hat das geschrieben für uns. Man sagt ja nicht Unicorn, sondern Unicorn. Und wir müssen, deswegen hat Genevieve gesagt, Vowel Sound, weil hier bei den Artikeln geht es nicht darum, wie man etwas schreibt, sondern wie man es spricht. Genau. And it's the phoneme. Also Phonem auf Phonem, Deutsch? ja. Phonem. Also der Ton, der ja. Genau. Und es ist manchmal, man denkt, guck mal, aber so diese Betönung und diese Ton ist sehr, sehr wichtig. Okay, so we'll look a little bit more at those later, but for now, more grammar, please, Maren. More. Genau, wir machen erstmal etwas Grammatik, bevor wir dann zum Quiz kommen, wo wir noch alles üben. Also genau, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, was die Grammatik betrifft, müssen wir gar nicht so viel lernen. Und wir können das ja mal mit einem einfachen Satz probieren, wo wir zwischen bestimmten und unbestimmten Artikel entscheiden müssen. Und ich denke mal, das funktioniert genau wie im Deutschen. Was kommt denn da rein? I need to be at bus station by 3 p.m. or else I'll have to take taxi. Also, wo brauchen wir welchen Artikel? Und das könnte so bestimmte oder unbestimmte? Bestimmte oder unbestimmte, genau. Wir wollen jetzt nicht so sehr auf den Unterschied zwischen und an eingehen, sondern bestimmte und unbestimmte. Also es geht um the und an. Okay, ich sehe Sabine, Bastel und Gudrun sagen zuerst the und dann ich zeige mal kurz den Satz mit euren Antworten. Und zwar sagt ihr, I need to be at the bus station by 3 p.m. or else I'll have to take a taxi. Und das ist auch richtig, weil im Deutschen würden wir das ganz genauso sagen. Ich muss an der Bushaltestelle sein oder sonst muss ich ein Taxi nehmen. Warum? Ganz klar, wir sprechen natürlich von einer bestimmten Bushaltestelle. Wenn ich sage, ich muss an einer Bushaltestelle um 3 sein, klingt das irgendwie komisch. Da würde sofort jemand fragen, ja, an welcher denn? Ja, genau. Und danach brauchen wir den unbestimmten Artikel, weil wir ja davon ausgehen, es gibt nicht nur ein Taxi in der ganzen Stadt, sondern mehrere und ich muss einfach irgendein Taxi nehmen, wenn ich es nicht schaffe, an die Bushaltestelle zu kommen. Also im Prinzip ganz genauso wie bei uns im Deutschen, das müssen wir nicht extra lernen. Aber ich erinnere mich an einen Satz von letzter Woche, wo wir diese schöne L1-Interference hatten, also wo unsere Muttersprache unser Empfinden gestört hat. Wer erinnert sich denn noch an diesen Satz, als wir über Berufe gesprochen haben? Wenn ich auf Deutsch sage, ich bin
Busfahrerin oder er ist Sekretär. Wie sagen wir das auf Englisch? Da haben wir im Deutschen den mysteriösen Nullartikel. Wir sagen auf Deutsch keinen Artikel. Wir können einfach sagen, ich bin Busfahrerin. Er ist Sekretär. Mhm. Aha. Und jetzt reden wir nicht von Essen, wir reden jetzt von Bussen. Das ist unser neuer Thema, Transport. Sehr schön. Also, Genevieve, was sagst du dazu? Sieht gut aus, oder? Sieht super aus. Genau. Im Ja. Englischen brauchen wir nämlich hier einen unbestimmten Artikel. Wir müssen auf Englisch sagen, ich zeige mal das von Michael, aber es haben sehr viele richtig gemacht. I am a bus driver oder he's a secretary. Wir brauchen einen unbestimmten Artikel. Wir können nicht wie im Deutschen einfach den Artikel weglassen, sondern wir müssen den Artikel sagen. Genevieve, bist du noch da? Ich bin noch Du da. bist noch da. Dein Bild bewegt sich nicht mehr, aber ich höre dich noch. Ach so. Ich bin da. Du bist da. Dann darfst du weitermachen. Was gibt es denn noch für Unterschiede? Also, mein Lieblings Zero Article. This is my favorite. I wish German only had zero articles, and then I wouldn't need to learn the der, die, das, dem, der, dem, all of these. So we say zero article because this is a grammatical structure where we don't need an article. The noun doesn't take any article, doesn't take indefinite, doesn't take definite. So in German, we can see the zero article. Ich bin Projektmanagerin. We don't see die oder eine. And this is what we call zero article. There is Nullartikel. And this can cause a problem because, as you can see, when we talk about jobs in German, we don't need an article, zero article, but in English we do. And there's a lot of differences between German and English when we have the zero article and when we don't. But the good news is, even if you make a mistake, so even if you use the zero article or you use an article by mistake, you will still be understood. Mhm. Okay, so let's go back to the topic of buses and directions, maybe? Aha. Ja, machen wir. Also sprechen wir über Directions, über Richtungen, wenn ich nehmen wir ein Beispiel. Ich fahre mit dem Fahrrad, Genevieve, und ich möchte dich besuchen. Yeah. Und ich weiß zwar deine Adresse, aber irgendwie habe ich mich verfahren. Und dann rufe ich Genevieve an und möchte fragen, wie ich jetzt zu ihr komme. Und auf Deutsch, und hört mal auf die Artikel, die wir im Deutschen benutzen, auf Deutsch würde ich sagen, Genevieve, ich bin gerade in der Hauptstraße und wie komme ich jetzt zu dir? Also, Genevieve, ich bin in der Hauptstraße, wie komme ich denn jetzt zu dir? Und dann würde Genevieve zum Beispiel sagen, ganz einfach, du musst bis zur Rathausstraße weiterfahren, also bis zu der Rathausstraße, bis zur Rathausstraße weiterfahren und dann in die Bergstraße rechts abbiegen. Und dann in die Bergstraße rechts abbiegen. Also wenn wir auf Deutsch sagen, oder ich bin am Bahnhofsplatz, an dem Bahnhofsplatz, wir benutzen immer Artikel. Genau. Aber auf Englisch sieht das ein bisschen anders aus. Ein bisschen anders. So we don't use articles when we're talking about street names or parks or buildings or bridges. So if we look at the directions in English, we would say, okay, you are on Hauptstraße now, and you have to continue until you reach Bergstraße, and then turn right into Bergstraße. So 0 articles for Hauptstraße and Bergstraße. And also let's take a look at a park. So if we look at famous parks, the one in
New York, in Manhattan, Central Park is the biggest park in Manhattan. 0 article. We don't say the Central Park because it's just like a name. You wouldn't say the Genevieve. Yeah, you wouldn't say the Genevieve comes from Ireland. It's very, very similar. We say Central Park, not the Central Park. So in German, you need to say it. You say der Central Park is der größte Park in Manhattan. So we treat places like parks, streets, bridges, buildings more like people. So think of them having a name like Eve or Maren, just like a person. So in German, you wouldn't use a person's name with an article. So Maren arbeitet bei Babel. Or you're going to tell me there's an Ausnahme, there's an exception. Ja, man kann es umgangssprachlich, kann man es schon hören. Manchmal sprechen Leute schon und würden sagen, die Maren arbeitet bei Bubble, aber das ist sehr umgangssprachlich. Eigentlich würde man Namen ohne Artikel benutzen. Man würde einfach sagen, Genevieve lebt in Berlin. Man würde nicht unbedingt einen Artikel benutzen. Und auf Englisch werden aber Sachen wie eben Central Park oder ja, Bauwerke werden wie Personen benutzt. Also auf Deutsch, ja, wir sagen, der Eiffelturm steht in Paris. Genau. Ja, die Golden Gate Bridge. Exactly. So it's Golden Gate Bridge, but if it's just any bridge, that's different. Yeah, but if it's like name, it's a name. It's really important. Okay. Ja, oh, Blümchen schreibt auch, ich höre oft, wenn jemand sagt, hallo, ich bin die Maren. Ja, ich sage es, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das auch was Regionales in Deutschland ist oder ob es einfach nur sehr umgangssprachlich ist, aber ich würde auch immer sagen, ich bin Maren. Ich bin die Maren, klingt so ein bisschen komisch, ne? Ja. Okay, Genevieve, aber wenn wir jetzt bei Orten sind und ich habe noch was für dich, was mich verwirrt. Also, ich zeige dir jetzt mal 2 Sätze und du sagst uns, warum das so ist. Moment, ich bin ein bisschen langsam hier. Ich muss mal den Satz kopieren. Also, ich bin der Martin. Ich bin der Martin, Christoph. Also, ich sage jetzt zum Beispiel, my friend is in hospital. Da ist kein Artikel. Aber ich sage jetzt, I went to the hospital to visit my friend. Da ist ein Artikel. Yeah. Genevieve, why? Oh, was it too early on Monday morning? Did we make a mistake? No. Also ich zeige nochmal die 2. Wir haben hier Hospital, Krankenhaus ohne Artikel. My friend is in hospital. Und wir haben hier Hospital mit Artikel. I went to the hospital to visit my friend. Okay. Warum? With these places that everyone knows, so hospital, university, school, church, work, if you are going to this place to do the thing that people do there, so the thing that everyone will expect you to do there, you do not need the article. But if it's that you're going there to do something special or different, or like, for example, so you go to hospital to get care, to get looked after, to get medicine. But if you're trying to tell the person that you're okay and you're healthy, but you need to visit someone, you're going to the hospital to visit someone, but I'm going to hospital, that means there's something wrong. So if I don't use the article, I'm going there to get care. If I do use the article, I'm going there for another reason. I'll give you another example. So you could say, my daughter goes to school Monday to Friday. So she goes to school to learn, to get an education. So I don't need to use the article because everyone knows why you go to school. But I went to the school to speak to her teacher. That means I didn't go to school to sit in the classroom and learn about ABC. I went to the school
to speak with my daughter's teacher. So it's a different activity than you would expect. It's a little bit tricky, but if you just have to think about if you're going there to do the obvious thing, like to study, get better, to pray, then you do not need the article. But if you're going there for a different reason, you need the article. And that's quite different. Sehr gut. Ja, wir können es nicht ohne Artikel sagen. Wir sagen immer, meine Tochter geht in die Schule von montags bis freitags oder ich bin in die Schule gegangen, um mit ihrer Lehrerin zu sprechen, zum Beispiel. Wir brauchen immer den Artikel im Deutschen. Aber es ist sehr spannend. Also wenn wir von einem Ort reden, im Englischen ohne Artikel, dann ist es für diesen Zweck, den der Ort eigentlich hat. Zum Beispiel, wenn ich sage, he is in prison, dann bedeutet es automatisch, er sitzt im Gefängnis und ist dort eingeschlossen, weil er ein Verbrechen begangen hat. Genau. Aber wenn man sagt, he went to the prison to get a tour, dann ist er vielleicht ich weiß es nicht, ein Lehrer, der mit der Schulklasse dorthin geht, um eine Tour durchs Gefängnis zu erhalten oder irgendetwas. Dann bedeutet es auf jeden Fall, man ist für einen anderen Zweck dorthin gegangen. Naja, das werden wir noch üben. Aber ich möchte noch kurz, Genevieve, ich möchte noch mit dir über abstrakte Wörter sprechen. Und welche? Welche? Natürlich über tolle abstrakte Wörter. Genevieve, wenn ich jetzt mit dir über die Liebe sprechen möchte, dann sage ich auf Deutsch, Genevieve, lass uns über die Liebe sprechen. Und im Deutschen benutze ich einen Artikel und ich kann sagen, die Liebe ist ein wunderbares Thema. Was ist mit Englisch? Wie sage ich das auf Englisch? Zero article. So, let's talk about love. Let's talk about freedom. We do not use an article. It would sound crazy, really, really strange. So this is an abstract concept. So we don't use an article with this abstract concept like peace, love, freedom. And in German, I think you sometimes use the article and sometimes you leave it out. So Liebe ist ein häufiges Thema in der Poesie oder die Liebe ist ein häufiges Thema in der Poesie. Also ich denke, du hast so gemeint, es gibt eine andere Betonung. Auch nicht wirklich, ja. Also für mich ist es ziemlich gleich. Also ob ich etwas allgemein einfach sage, ja, Liebe und Freiheit sind häufige Themen in der Poesie oder ob ich ein bisschen betonen möchte, die Liebe ist das häufigste Thema in der Poesie. Aber auf Deutsch geht beides. Ich kann den Artikel benutzen, ich kann den Artikel weglassen. Ja. Wir sind ein bisschen flexibler, tatsächlich mal. Ja, ist halt flexibler mit Artikel, ja. Okay, aber ich denke, das war es jetzt für die Regeln. Jetzt wollen wir üben, was wir gelernt haben. Also eventuell gibt es ein paar Sachen im Quiz, die wir vorher nicht so ganz genau erwähnt haben oder nicht so viel erwähnt haben. Aber ratet ihr einfach und dann erklären wir und schauen wir uns zusammen an, warum welche Lösung richtig oder falsch ist. Genau. Und ihr kennt das ja, ich glaube, wir haben immer 3, manchmal 4 Auswahlmöglichkeiten. Und wir fangen mal mit dem ersten Satz an. Does this city have a harbor and harbor the harbor? Ich hätte es nicht vorlesen sollen, ne? Schon falsch gemacht, aber... Erste, we can't be too mean. Genau. Das ist ziemlich fies als Erste eigentlich. Sorry. Also, Genevieve, was ist richtig? Does the city have a harbor? Harbor. Also ich weiß, das klingt nicht so hart, aber
das ist eine so konsonante Consonant. Genau, also brauchen wir nur den Buchstaben A. Genau. Und genau, the macht keinen Sinn, weil wir auf Deutsch auch nicht sagen würden, hat diese Stadt den Hafen. Hä? Ja, welche, Klingt was? komisch, ja. Okay. Genevieve. So, is it a creativity is a valuable quality? The creativity is a valuable quality? Or is it simply creativity is a valuable quality? What do we think? Mhm. Creativity. What is creativity? Was ist Kreativität? Mm, mm. Ein Talking sehr about abstraktes Konzept. talking about food on a Monday morning. Okay, I think they were paying attention. I think they were paying attention. So, ja, also 3 ist richtig. Very good. So, ich habe das nächste ein bisschen geändert und ich werde es nicht vorlesen. Ah, that's already a clue. Das ist schon ein Hinweis. Ja, also, was brauchen wir hier? Einen unbestimmten Artikel, oder an oder gar keinen Artikel? Und ihr dürft das auf jeden Fall vorlesen, so laut. Wenn ihr zu Hause seid oder alleine seid, einfach vorlesen, laut. Also das Wort fängt mit einem U an, aber spricht man es auch mit einem U aus oder wie spricht man dieses Wort aus? Genevieve darf es gleich vorlesen. I have a unique fingerprint. Not it's y. So it's a consonant sound. I have a unique fingerprint. If you say I have the unique fingerprint, that makes no sense because there's more than one of you. It's not just the. Sehr gut. Genevieve, der nächste Satz ist für dich. Oh, this is a good one. Oh, ja. I moved into a new house last summer, or is it I moved into the new house last summer, or I moved into new house last summer? Maybe there's one correct answer, maybe there's more than one correct answer. Also die 3 möchte niemand, das ist sehr gut. Wir brauchen schon einen Artikel. Aber was brauchen wir? Okay, it depends. Ja. Okay, so first of all, straight away, no article is incorrect. You cannot have no article here. So 0 article, number 3 is incorrect. But let's just say you meet a friend after a long time. You haven't seen them in a while, and they say, "Oh, Maren, hi. Like, do you still live on that street in Berlin?" And you say, "Oh, no, I moved into a new house last summer. So I moved into a new house." Is correct. But if you know this person really well and they know all about your Umzug, all about your moving plans, and they say, "Oh, Maren, how's it going? Did you move yet?" Into the new house last summer. So if you both know what you're talking about, the moving, the new house, then you have the. Und das würden wir auf Deutsch auch so machen. Wenn ich einfach irgendwie ohne Kontext erzähle, ich bin in ein neues Haus gezogen oder bist du in ein neues Haus gezogen, dann sagen wir ein. Und wenn ich aber weiß, es wird ein Haus gebaut oder du hast vor, umzuziehen, dann kann ich fragen, bist du schon in das neue Haus gezogen oder bist du noch im alten? Genau. Genau. So, jetzt machen wir ein bisschen komplizierter hier. Jetzt also, langer Satz. Also, wir brauchen 2 Artikel. My dad is
engineer and my mom is, wie spricht man das aus? Also, brauchen wir zweimal brauchen wir zweimal an, brauchen wir einmal an und einmal oder brauchen wir einfach gar keine Artikel? Also, Wow. das eine Wort habe ich schon vorgelesen. Engineer. Wie hört sich das an? Engineer klingt nach einem Vowel Sound. Kann sein, ja. Kann sein. Genevieve, möchtest du diesen Satz mal korrekt vorlesen? Ja. My dad is an engineer and my mom is a university professor. So number 3 is correct. An engineer, a university professor. Sehr gut. Really good. Sehr gut. Genevieve, du bist dran. Okay. So the next one, we did this a little bit before. So is it my son goes to the school on Brighton Road? My son goes to school on Brighton Road? Or my son goes to, a school on Brighton Road, or my son goes to school on Brighton Road? Ich habe noch ganz kurz, ich sehe noch die Frage von Blümchen, die zum Satz davor fragt, warum 4 nicht geht. Und 4 war ohne Artikel. Und wir können im Englischen Berufe nicht ohne Artikel sagen. Das ist dieses Problem, was wir aus dem Deutschen übertragen. Wenn wir auf Deutsch sagen können, ich bin Professorin an der Uni, ich bin Busfahrerin, ich bin Lehrerin, aber im Englischen müssen wir sagen, I am a teacher, I'm a university professor. Also das war das, was wir letzte Woche ein bisschen genauer besprochen hatten, dass wir im Englischen den Artikel brauchen. Da können wir es nicht ohne sagen. Genau. So. Okay, so back to the school. Back to the school. The most natural answer is no article, 0 article. My son goes to school on Brighton Road because like we spoke about, if he goes there to learn, like everyone should do, then we don't need an article. But it's still possible if you say he goes to the school on Brighton Road, you're talking about the building, the location. If you're being specific about the location, you can say the, and you can use a school if there's more than one school. It is possible. So there's 3 schools on Brighton Road, then you can say my son goes to a school on Brighton Road, but it's very unlikely. Sehr spannend. Oh, und ich habe schon wieder so einen Satz, den ich mal nicht vorlese. Weil, ja, es geht darum, wie spricht man dieses Wort mit dem H aus? It would be, to be your bridesmaid. Brauchen wir keinen Artikel? Brauchen wir ein oder brauchen wir ein an? Brauchen wir noch ein n? Wie spricht man dieses Wort aus, was auf Deutsch Ehre heißt? Es wäre mir eine Ehre, deine, was ist die Bridesmaid? Brautjungfer zu sein. Also, wie spricht man das aus? Also es sehen schon alle ganz richtig, wir brauchen einen Artikel. Richtig. Nummer 1 ist nicht korrekt, aber brauchen wir 2 oder 3. Genevieve, wie spricht man dieses Wort aus? Oh, so it would be an honor to be your bridesmaid. So it's not like harbor. So the first one we had an H as a letter and a H sound. So it was a harbor. But with honor,
the H is silent, so it's a Mhm. vowel sound. So it would be an honor to be your bridesmaid. Mhm. Sehr Ja, gut. Blümchenstrauß schreibt O-N-O-R. Oh no. Honor. Honor. Ja. Ich glaube, als ich das erste Mal so gehört hatte, dachte ich, oh, wo soll man denn jetzt wissen, wann man N braucht? Aber ich glaube, wenn man einfach versucht, diese Schreibung komplett auszublenden und nur versucht zu hören, spreche ich einen Konsonanten oder spreche ich einen Vokal, dann kommt das auch ganz, ich glaube, wenn man sagen will, it would be a honor, dann merkt man schon beim Sprechen, irgendwie geht das nicht so flüssig. Ich muss zwischendrin stoppen. Und wenn ich sage an honor, dann kann ich das so direkt. Genau. Ja, sehr gut. Wir haben noch 2 Sätze, die machen wir noch schnell. Haben wir noch. Und dann sind wir, glaube ich, fit mit allem, was Artikel betrifft. So, das ist dein Satz, Genevieve. Okay. Du darfst den machen. Miss Delson is an expert when it comes to mathematical problems. Miss Delson is the expert when it comes to mathematical problems. Or Miss Delson is expert when it comes to mathematical problems. Ich glaube, auf Deutsch kann man alle 3 machen. Ich glaube, auf Deutsch kann ich sagen, Miss Delson ist eine Expertin, wenn es um mathematische Probleme geht. Ich kann sagen, Miss Delson ist die Expertin, wenn es um mathematische Probleme geht. Oder ich kann auf Deutsch eigentlich auch sagen, Miss Delson ist Expertin, wenn es um mathematische Probleme geht. Mhm. Ha, toll. Und was haben wir im Englischen, Genevieve? Was geht nicht? Okay, number 1, number 2, both of those are possible, not number 3. So Miss Delson is an expert. Totally fine, because there's lots of experts and she is one of them. Mhm. But we can also say Miss Delson is the expert. Now you can say she is the expert, but just like we saw with the A and the A sandwich, if we want to stress that in this university, in this school, Miss Delson is the expert. She is, it gets really stressed, es ist betont, she is the expert. I mean, in German, how would you also say sie ist die Expertin? Wir würden es einfach ein bisschen, ja, also wir würden die benutzen und dann auch das so ein bisschen betonen. Sie ist wirklich die Expertin, wenn es darum geht. Ja. Und wenn man sagt, sie ist eine Expertin, Experte ist Experte, ne? So, das Wort ändert sich nicht, aber es heißt halt, ja, sie ist eine Expertin und es gibt vielleicht halt noch 3 oder 4 oder 50. Genau. Aber die Expertin ist auch die eine, die musst du auf jeden Fall fragen. Ja. So, und einen letzten Satz, der ist nochmal ein bisschen komplizierter. Da brauchen wir nämlich wieder 2 Artikel. Und zwar, let's go out for a dinner tonight and then watch a movie. Oder let's go out for dinner tonight and then watch a movie. Oder let's go out for the dinner tonight and then watch a movie. Wir haben immer als zweite Lösung, wir hätten es auch einfach hinschreiben können, Genevieve, a movie. We're still talking about food. Ja, also eigentlich ist nur die erste Lücke schwierig. So, was brauchen wir da? Let's go out for a dinner tonight. Let's go out for dinner tonight. Oder let's go out for the dinner tonight. Genevieve, gehst du mit Artikel abends essen oder ohne? Ich gehe ohne Artikel Abendessen. So let's go out for dinner. Let's go out for dinner and then watch a movie. It's because we don't know what movie. We're just suggesting, okay, let's go out for dinner and watch a movie. I mean, maybe
if you were really looking forward to one specific movie, you could say, oh, let's go watch the movie we spoke about. But the most natural one is let's go out for dinner and then watch a movie. So number 2 is correct. Let's have lunch first. Das sind die besten Abschlussworte hier heute zu dieser Session. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Zeit, bis ich Lunch habe, aber da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Yes, see you all next week. Dahin eine schöne Woche und bye bye. Bye.